In diesem Video zeige ich dir, wie du einen KI-Chatbot oder auch einen Live-Chat kostenlos auf deiner Website aufsetzen kannst. In höheren Tarifen, auch mit Verbindung zu WhatsApp, Facebook und Instagram. In diesem Video nutzen wir dafür Brevo. Brevo kommt ursprünglich aus dem E-Mail-Marketing, hat sich aber mittlerweile zu einer All-in-One-Kundenplattform weiterentwickelt und bietet auch in der kostenlosen Version richtig viel Mehrwert. Über den Link tutorialcenter.tv/brevo-chat kannst du dir außerdem 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate in den bezahlten Tarifen sichern oder auch erstmal kostenfrei starten. Brevo bietet dir 2 eng zusammenhängende Funktionen. Da ist auf der einen Seite der Live-Chat und auf der anderen Seite der Chatbot. Mit dem Live-Chat bekommst du ein Chat-Widget auf deiner Website, über das du in Echtzeit mit deinen Besuchern sprichst. Also zum Beispiel ideal, um Live-Support zu leisten oder während des Kaufprozesses Fragen zu beantworten. Du kannst das Widget farbig komplett an deine Marke anpassen, deine Öffnungszeiten hinterlegen oder sogar über die mobile App von unterwegs aus antworten. Jede Unterhaltung, die landet am Ende automatisch in deinem Brevo CRM, sodass du deine Kontaktdatenbank ganz einfach nebenher noch ausbaust. Der Chatbot auf der anderen Seite, der setzt genau da an, wo du nicht ständig selbst am Bildschirm sitzen kannst. Du hast dabei 2 Möglichkeiten. Entweder du lässt den Chatbot auf deine eigenen Website-Inhalte zugreifen und trainierst ihn, sodass er Fragen direkt anhand echter Inhalte beantwortet, oder du baust mit festen Szenarien einen Weg, durch den Nutzer Schritt für Schritt geführt werden. Zum Beispiel, um Leads zu qualifizieren oder um häufige Fragen automatisch im Hintergrund zu klären oder deinen Support zu entlasten. Komplexere Anfragen kann der Bot dann jederzeit an dich oder dein Team weiterleiten. Du bist dabei nicht auf deine Website beschränkt. Brevo erlaubt dir im bezahlten Tarif, denselben Chat auch mit Facebook, Instagram und WhatsApp zu verbinden. Im kostenlosen Tarif kannst du auch E-Mails dazu nehmen, um deinen Support an einer Stelle zu zentralisieren und ein Postfach für alles zu haben. Der einfache Live-Chat zur direkten Kommunikation mit den Besuchern ist in der kostenlosen Variante inbegriffen. Für den KI-Chatbot oder die Chatbot-Szenarien benötigst du allerdings ein Upgrade für die Chat-Szenarien und den KI-Chatbot mindestens auf das Sales Advanced-Paket. Für die Pakete Starter und Standard des Marketing-Pakets, die andere Funktionen von Brevo betreffen, bekommst du übrigens über meinen Link tutorialcenter.tv/brevo-chat und dem Code tutorialcenter50 noch 50% Rabatt für die ersten 3 Monate. So viel der Theorie. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie du tatsächlich den Chatbot auf deiner Website einbaust. Nachdem du auf den Link in der Videobeschreibung geklickt hast, kommst du auf diese Seite. Wenn du auf Rabatt sichern klickst, dann kannst du dir direkt deinen Brevo-Account erstellen. Die Registrierung geht per Google, Apple oder E-Mail. Du durchläufst danach noch kurz den Onboarding-Prozess mit Angaben zu deinem Unternehmen und der Bestätigung deiner Telefonnummer und kannst danach dein Paket auswählen. Bei der Conversations-Plattform ist es so, dass du im kostenlosen Tarif unbegrenzt viele Unterhaltungen und auch Gespräche führen kannst, es allerdings Einschränkungen beim Thema Gruppenchats gibt, wo also mehrere Kollegen in einem Chat aktiv sind. Du kannst die Nachrichtenvorschau noch nicht sehen und auch einzelne Besucher nicht blockieren und Chatbewertungen sind nicht mit drin. Außerdem wichtig als Einschränkung, du kannst zwar dein Chat-Widget auf der Website anbieten und auch per E-Mail darauf reagieren, die Integration zu Facebook, Instagram oder WhatsApp, die ist allerdings erst im Premium-Tarif mit drin. Auch die Szenarien und Formulare, die besonders für Automation deiner Chats wichtig sind, sind erst in dem Premium-Tarif mit drin. Im kostenlosen Tarif ist ein Nutzer mit inbegriffen, im Premium-Tarif zahlst du für jeden weiteren Nutzer. Für Conversations Pro gibt es übrigens auch eine Testversion, die du hieraus starten kannst. Möchtest du stattdessen erst einmal kostenlos starten, klickst du einfach hier oben links auf das Brevo-Logo und landest dann im kostenlosen Plan. Um nun deinen Chatbot nach der Registrierung aufzusetzen, geht zunächst in die Brevo-Einstellungen. Dort scrollst du dann auf der linken Seite runter bis zu Unterhaltungen und Postfach. Hier bei Postfach kannst du dann die Einstellungen zu deinem Chatbot verwalten. Dazu zählt zunächst das Chat-Widget einzurichten. Hier oben siehst du die verschiedenen Kanäle. Du kannst nämlich deinen Chat an sich auch per E-Mail, Facebook, Instagram oder WhatsApp fortführen. Ich wähle erstmal den Chat aus und klicke auf Chat-Widget installieren. Danach finden noch ein paar Anpassungen statt. Zum Beispiel, welchen Farbakzent du setzen möchtest, in welcher Sprache dein Widget angeboten werden soll. Hier sind auch mehrere Sprachen möglich. Du kannst den Stil der Schaltfläche genau auswählen und die Position festlegen, also wo dein Chatbot auftauchen soll. In meinem Fall hier unten rechts. Dann klicke ich auf Weiter. Jetzt wird deinem Chatbot noch einen Namen gegeben. Damit hat der Nutzer auf der anderen Seite einen klaren Ansprechpartner. Du kannst hier aber zum Beispiel auch den Namen deines Unternehmens eintragen. Hilfreich kann es auch sein, ein kleines Foto hinzuzufügen, einfach um das Ganze persönlicher zu machen. Das habe ich nun hinzugefügt und klicke dann auf Weiter. Jetzt muss das Chat-Widget in die Website installiert werden.
Dafür verwendest du vor allem den sogenannten Brevo Tracker. Der Brevo Tracker ist ein Tool, das verschiedene Tools von Brevo mit deiner Website verbinden kann. Damit kannst du dann zum Beispiel Besucher identifizieren oder bestimmte Ereignisse auf deiner Website tracken oder eben auch deinen Chatbot einfügen. Den Brevo Tracker kannst du dir über eines der Plugins für zum Beispiel WordPress, WooCommerce oder weitere Systeme installieren. Da gibt es auch eine Integration für zum Beispiel Shopify. Alternativ gibt es die Integration über den Google Tag Manager. Ich zeige dir einmal den Weg über das WordPress-Plugin. Dafür musst du dir nur einmal das WordPress-Plugin herunterladen, auf deiner WordPress-Seite auf Plugin hinzufügen gehen, das Plugin auswählen und installieren und nach der Installation taucht hier unten links Brevo auf. Und da du schon einen Brevo-Account hast, kannst du den ersten Schritt überspringen und dir direkt einen API-Schlüssel generieren. Klick dafür einfach hier auf die Verlinkung, du landest dann direkt in der richtigen Brevo-Einstellung, wo du dir nun einen neuen API-Schlüssel anlegen kannst. Und der muss jetzt nur noch hier eingefügt werden, danach klickst du auf Login und dein Account ist aktiviert. Alternativ zum Tracker, der mehr Funktionen beinhaltet, könntest du auch einfach nur mit dem Widget-Code arbeiten. Dafür würdest du hier auf Widget manuell installieren klicken und bekommst dann eine Datei, die du in den Head-Tag deiner Website einfügen musst. Die kopierst du dir dann einfach und auf meiner WordPress-Seite, die ich mit Elementor betreibe, könnte ich hier zum Beispiel einfach einen neuen Code anlegen. Den nenne ich hier einmal Brevo Chat. Ich sage, dass das Ganze in den Head-Tag gehört, füge den Code hier ein und würde dann auf Veröffentlichen klicken und das Ganze auf der gesamten Seite darstellen. Hier könnte ich aber auch steuern, dass auf bestimmten Seiten der Chatbot nicht angezeigt werden soll. Das würde ich allerdings eher auf Brevos Seite einstellen. Hast du dabei Probleme, dann gibt es hier auch einen Hilfeartikel, der dir die Installation des Chat-Widgets noch einmal genauer erklärt. Arbeitest du stattdessen mit dem Brevo Tracker, was ich dir empfehlen würde, dann klickst du auf diesen Button hier, Chat-Widget zu deiner Website hinzufügen. Dadurch, dass der Tracker schon vor Ort ist, würde die Integration jetzt automatisch funktionieren. Du siehst hier oben auch nochmal die Bestätigung, dass dein Chat-Widget in Betrieb ist. Gibt es hier noch Probleme, dann könntest du die Integration auch nochmal nachträglich bearbeiten. Auf meiner Website ist unten rechts jetzt schon mal der Chat aufgetaucht. Und nun könnten Nutzer theoretisch schon beginnen, dir Nachrichten zu schreiben. Du siehst aber, dass hier noch nicht wirklich alles konfiguriert ist und das machen wir jetzt. Dafür gehst du zurück hier auf Chat-Widget und scrollst jetzt etwas herunter. Es gibt nun nämlich noch einige Chat-Widget-Texte, die du anpassen kannst. So könnte ich hier zum Beispiel für die Box, wenn ein Mitarbeiter online ist, einen eigenen Text einfügen und wenn gerade kein Mitarbeiter online ist, dann würde ein anderer Text dargestellt werden, damit der Nutzer eben weiß, ob er direkt mit einer Antwort rechnen kann. Du könntest aber auch sagen, dass der Chat nur angezeigt werden soll, wenn ein Mitarbeiter online ist. Ich empfehle dir allerdings diesen sogenannten Messenger-Mode, dann werden die Nachrichten trotzdem erfasst und du kannst später mit dem Nutzer Kontakt aufnehmen. Kontakt aufnehmen geht so, dass der Nutzer am Ende des Chatverlaufs seine Kontaktdaten hinterlässt und das wird dann quasi wie eine Support-Anfrage behandelt, sodass du dann auch die Möglichkeit hast, den Nutzer danach zum Beispiel per E-Mail zu erreichen. Hier gibt es noch weitere Einstellungen, zum Beispiel welche Dateien hochgeladen werden dürfen. Hier würde ich bestimmte Dateitypen blockieren, wie zum Beispiel Exe-Dateien oder hier ausführbare Dateien. Das hier ist schon ein ganz guter Vorschlag, den es hier von Brevo gibt. Optional gibt es eine Bewertungsmöglichkeit. Du kannst sehen, wenn ein Besucher, bevor er auf Senden klickt, noch etwas nicht abgeschickt hat und auch Töne an- oder ausschalten. Als nächstes kümmern wir uns um das Verhalten des Chatbots. Das geht hier unter Einstellungen. Dort kannst du nämlich vor allem sagen, was passieren soll, wenn kein Mitarbeiter online ist. Hier bei verpassten und Offline-Nachrichten kannst du eine E-Mail-Adresse einrichten, an die dann die verpassten Konversationen geschickt werden. Außerdem kannst du deinen Gesprächspartnern hier auch Transkripte der Unterhaltung schicken. Wenn du immer wieder das Gleiche antwortest, macht es Sinn, mit gespeicherten Antworten zu arbeiten. Hast du zum Beispiel immer wieder Nutzer mit Login-Problemen, dann könnte es sinnvoll sein, dir dafür eine gespeicherte Antwort zu erstellen. Diese kannst du noch formatieren, mit Links versehen, Zitate einfügen oder auch die Formatierung anpassen und dann die gespeicherte Antwort anlegen. Diese gespeicherten Antworten rufst du dann auf, indem du einen Schrägstrich beim Chat eingibst. Bei den Integrationen siehst du, dass die Verbindung aktuell über den Brevo Tracker läuft. Du könntest aber auch in Drittanbieterdiensten arbeiten, also zum Beispiel deine eigens entwickelten Web-App. In diesem Fall würde die Verbindung zum Beispiel über eine Webhook laufen. Dafür liest dir am besten die Dokumentation durch, die diesen Prozess genau erklärt. Upscope ist noch eine coole Erweiterung, gerade wenn du viel technischen Support machst, weil du darüber sehen kannst, was der Benutzer auf seinem Bildschirm sieht. Das ersetzt quasi ein wenig eine Videokonferenz und kann technischen Support deutlich erleichtern, ist aber hier eine Zusatzmöglichkeit. Für die Automation deiner Konversation hast du nicht nur die gespeicherten Antworten, sondern zwei große Möglichkeiten. Den KI-Chatbot, der bereitet individualisierte Antworten basierend auf der Wissensdatenbank vor und die sogenannten Chatbot-Szenarien. Schauen wir uns zunächst einmal die Chatbot-Szenarien an.
Die Szenarien sind vorgefertigte Abläufe, zum Beispiel um Aufträge zu erfassen. Ein solches Szenario beginnt mit einer Begrüßungsnachricht. Nach der Begrüßungsnachricht legst du die Antwortoptionen des Benutzers fest. Der muss dann einfach nur auf den entsprechenden Button klicken. Jetzt könnte, je nachdem was der Nutzer angeklickt hat, dann eine entsprechende Antwort kommen. Diese Frage kann dann wiederum mit Antwortoptionen versehen werden. Jetzt hat der Nutzer hier noch zwei Möglichkeiten. Sobald du dann keine weitere Antwortoption vorgibst, würdest du die Nachricht leer lassen und das bedeutet, die Unterhaltung wird dann an einen Mitarbeiter weitergeleitet. Und dieser Mitarbeiter, der hat jetzt schon mehr Infos über die Kundenanfrage, weil er eben vorher schon vom Kunden die Antworten bekommen hat. Dafür nutzt du am besten noch die Schlusssequenz, denn nach der letzten Nachricht würde der Nutzer dann informiert werden, dass jetzt mit einem Mitarbeiter verbunden wird. Was ich dir vom Ablauf her grundsätzlich empfehlen würde, ist, dass du erst einmal mit ein paar häufigen Fragen als Szenario startest und dann das Ganze nach und nach erweiterst, anstatt von Anfang an gleich alles abdecken zu wollen. Das Szenario ist gespeichert und braucht nun noch einen Trigger. Dafür klickst du hier auf Richten Sie einen Trigger ein, denn diese Trigger sorgen dafür, dass dein Szenario im richtigen Moment geladen wird. In dem Fall ist der Online-Status meiner Mitarbeiter hierfür nicht wichtig, aber die Bedingung. Und zwar soll der Nutzer auf meiner Unterseite Dienstleistung sein. Du kannst hier aber auch genauestens festlegen, zum Beispiel welches Gerät der Nutzer haben soll, was beim letzten Mal besprochen wurde, wie viel Zeit er schon auf deiner Website verbracht hat. Und nur wenn diese Bedingung zutrifft oder aber eben die Bedingung nicht zutrifft, du kannst hier auch mit Verneinungen arbeiten, wird das Szenario gestartet. In dem Fall möchte ich, dass es einmal pro Besuch gestartet wird und dass dann das Chat-Szenario startet. Hiermit findet die Verknüpfung zwischen Trigger und Szenario statt. Ich wähle mir deswegen das eben erstellte Szenario Auftrag aus. Ebenfalls könntest du mit diesen Triggern zum Beispiel etwas bauen wie, wenn ein Nutzer schon 5 Minuten auf der Seite ist, dann vergrößere doch bitte das Chat-Widget, weil er vielleicht dann Supportaufwand hat, weil er dann zum Beispiel vielleicht eine Frage hat. Das Ganze speichere ich mir nun. Hier in den Ziel-Chats und Triggern gibt es noch einige vorkonfigurierte Triggermöglichkeiten. Zum Beispiel kannst du einen Nutzer begrüßen, um eine Konversation einzuleiten, weil er sonst vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, dir zu schreiben. Du könntest ihm auf der Pricing-Seite hier über Bearbeiten bei der URL Preise zum Beispiel eine Frage senden. Wie kann ich dir helfen? Jetzt hätten wir hier einen zweiten Trigger angelegt. Auch der Exit Intent, also wenn ein Nutzer dabei ist, die Seite zu verlassen und mit der Maus nach hier oben wandert, könnte ein Auslöser deines Chatbots sein. Testen wir das einmal, indem ich hier auf meine Dienstleistungsseite wechsle und dann startet hier das Szenario, wie können wir dir helfen? Ich möchte ein Erklärvideo umsetzen, es handelt sich um zum Beispiel etwas Strategisches, jetzt ist keine Nachricht mehr konfiguriert und deswegen kommt jetzt hier, das Team wird dir schnellstmöglich antworten. Das Kontaktformular ist dann wichtig, wenn keiner deiner Mitarbeiter online ist und der Nutzer trotzdem nachträglich noch erreicht werden soll. Du könntest es zur Voraussetzung machen, also zum Beispiel auch anschalten, wenn ihr gerade online seid. Ich empfehle allerdings eher, das Ganze anzuschalten, wenn ihr offline seid, weil nur dann die Kontaktdaten wirklich wichtig sind, ansonsten könnt ihr eben auch kontinuierlich mit dem Nutzer schreiben. Hier lässt sich festlegen, welche Infos du vom Nutzer haben möchtest. Ich füge mir hier WhatsApp noch hinzu und entferne stattdessen den Nachnamen als Feld. Du kannst hier einzelne Felder als Pflichtfeld festlegen. Hierbei lassen sich auch eigene Attributsfelder hinzufügen. Die Zustimmung der Besucher ist wichtig, damit du die Daten wirklich legal verarbeiten darfst. Hier kannst du deine AGB oder auch Datenschutzbestimmungen verlinken. Zusätzlich kannst du fragen, ob du die E-Mail-Adresse auch für den Newsletter verwenden darfst. Hier bei den Bot-Sätzen kannst du nochmal ein paar weitere Standardphrasen anpassen, die der Bot normalerweise antwortet. Jetzt, wo unsere Trigger, unsere Szenarien und das Kontaktformular konfiguriert sind, können wir uns einmal den KI-Chatbot ansehen. Dieser ist etwas flexibler als die starren Szenarien und reagiert auf Nutzeranfragen, aber erst, wenn du ihn hier oben mit dem Schieberegler aktiviert hast. Er kann dann zum Beispiel einen eigenen Namen bekommen. Ich nenne ihn mal Toni. Außerdem könnte auch dein Chatbot einen eigenen Avatar bekommen. Jetzt legst du die Kanäle fest. In jedem Tarif lässt er sich im Chat-Widget nutzen. Für Facebook- und Instagram-Verbindungen, die schauen wir uns gleich noch näher an, brauchst du einen höheren Tarif. Beim Verhalten wird jetzt genau festgelegt, was der Chatbot für eine Rolle hat. Das würde ich hier möglichst klar beschreiben. Du schreibst also die Themen oder auch die Aufgaben auf, die der Chatbot bearbeiten kann. Denn vielleicht soll er auch etwas vermeiden. Ich möchte zum Beispiel, dass mein KI-Chatbot hier keine Preise nennt. Das kann mich nämlich in rechtliche Probleme bringen. Daher sage ich, er soll keine Preise benennen. Die Chatbot-Persönlichkeit kann hier ebenfalls konfiguriert werden und auch die Antwortlänge angepasst werden. Bei der Unternehmensbeschreibung fügst du nun alles ein, was den Chatbot darauf trainieren könnte, mehr über dein Unternehmen zu erfahren. Die Branche kann dabei ebenfalls helfen. Antwortoptionen geben dem Kunden, der gerade mit dem Chatbot schreibt, die Möglichkeit, schnell auf eine Antwort zu klicken und nicht alles eintippen zu müssen.
Das waren die Verhaltensoptionen. Nun gehen wir zu den Quellen. Die Quellen sind nochmal tiefere Ressourcen, die dem Chatbot helfen, die richtigen Antworten zu geben. Denn er recherchiert nicht wie jede andere KI einfach im Internet oder auf einer großen Wissensdatenbank, sondern auf den Informationen, die du ihm gibst. Die beste Informationsquelle könnte zum Beispiel deine Wissensdatenbank sein. Das füge ich mir hier als URL-Quelle einmal hinzu. So würde er nun nur von dieser URL seine Informationen beziehen. Außerdem könntest du ihm weitere Quellen hinzufügen, so zum Beispiel eine Datei wie eine Tabelle mit deinen Produkten. Lade hier aber nicht personenbezogene Daten rein, da der Chatbot sie sonst ausgeben könnte. Die letzte Quelle ist noch reine Textdateien. So gebe ich hier ganz viele Informationen zum Thema Videokurse mit rein. Und jetzt baust du Schritt für Schritt deine Quellen immer besser auf. Bei Übergabe wird jetzt eingestellt, ab welchem Moment der KI-Chatbot sagt, jetzt gebe ich dich lieber an den Mitarbeiter weiter. Das muss erst einmal grundsätzlich erlaubt sein oder kann auch ausgestellt werden. Du kannst die Gesprächszusammenfassung erhalten. Das ist dann nicht der gesamte Verlauf, sondern nur eine kurze Zusammenfassung. Und was du auf jeden Fall tun solltest, ist am Ende die KI-Chatbot-Vorschau zu starten. Dann kann der Chatbot, der hier auch als eigener Mitarbeiter angezeigt wird, einmal auf Herz und Nieren von dir getestet werden. Der KI-Chatbot ist aktuell noch in der Beta-Version, das heißt, er lernt noch dazu und wird zukünftig sich weiter verbessern. Die Rede war ja schon öfter von Mitarbeitern. Deine Mitarbeiter sind Nutzer, die du in deinem Brevo-Paket mit drin hast. Im kostenlosen Brevo-Tarif ist nur ein Nutzer mit inbegriffen. Sobald du mehr Nutzer haben möchtest, musst du upgraden und weitere Brevo-Nutzer dazu nehmen. Das machst du hier in der Mitgliederverwaltung und könntest dir hier dann weitere Benutzer hinzufügen und dann musst du ihnen die entsprechenden Berechtigungen geben. Das können zum Beispiel auch Berechtigungen ausschließlich hier für die Unterhaltungen sein und auch nur zum Beispiel Chats anzeigen und zugewiesene Chats verwalten. Das ist eine Funktion, die hier in meinem Tarif nichts extra kostet. Dann klickst du auf Weiter und versendest die Einladung. Wenn die Einladung angenommen wird, wirst du dann hier verschiedene Mitarbeiter finden. Die Mitarbeiter kannst du jeweils auf Online oder Offline setzen und ihnen natürlich auch einen angezeigten Namen zugeben und auch eine Automation für den Offline-Status einbauen, zum Beispiel, wenn 3 Minuten lang nicht auf neue Nachrichten reagiert wird. Mitarbeiter können jetzt auch in Gruppen organisiert werden. Gruppen bedeuten, dass du zum Beispiel eine eigene Gruppe für das Thema Sales oder Support hast. Wir machen hier mal eine Sales-Gruppe und legen jetzt fest, dass ich und auch der KI-Chatbot in dieser Sales-Gruppe sind. Das kannst du jetzt entweder nur für deine interne Organisation nutzen oder auch an den Nutzer ausspielen. Wenn du auf Privatsätzen stellst, dann ist es nur intern. So ist es allerdings auch für den Chatbot-Nutzer sichtbar. Der KI-Bot soll ebenfalls an die Gruppe weiterleiten können. Würde jetzt die Gruppe angesprochen werden, würden alle Mitarbeiter dieser Gruppe eine Benachrichtigung bekommen. Du könntest auch ganz am Anfang immer aktiv dem Nutzer dazu bitten, eine Gruppe auszuwählen. Das würde ich nicht machen, sondern das Ganze dynamischer steuern. Das hängt auch wiederum mit den Triggern zusammen. Wir könnten nämlich zum Beispiel einen neuen Trigger anlegen. Und hier gibt es die Möglichkeit, dem Besucher eine bestimmte Gruppe zuzuordnen und hier könnte dann auch unsere entsprechende Sales-Gruppe ausgewählt werden, wenn der Nutzer sich jetzt zum Beispiel auf unserer Preisseite befindet. Hier unten sind noch die persönlichen Einstellungen. Die hat auch jeder Mitarbeiter, der nur einen Mitarbeiter, aber nicht den Admin-Zugriff hat. Der kann nämlich hier sein eigenes Chatprofil verarbeiten, auch vielleicht seine Verfügbarkeit konfigurieren, also sagen, zu welchen Tageszeiten und an welchen Tagen der Nutzer überhaupt verfügbar sein soll. Du kannst Benachrichtigungen genauer einstellen. Hier also eine kleine Push-Nachricht würde ich dir empfehlen, damit du merkst, wenn eine neue Nachricht geschrieben wird. Am besten das auch einmal durchtesten. Hast du sehr wenige Besucher und es ist für dich wichtig zu wissen, wenn ein Besucher auf die Website kommt, dann könntest du hier auch eine Benachrichtigung bekommen für jeden neuen Website-Besucher und neue E-Mails sollten ebenfalls eine Benachrichtigung auslösen. Und dann gibt es noch eine sehr coole Erweiterung, denn man kann ja nicht immer gerade am PC sein, um Chats zu beantworten, sondern ist manchmal auch unterwegs. Dafür gibt es dann eine eigene Brevo-Chat-App für Android- oder iOS-Geräte. Aus dieser heraus kannst du einfach deine Gespräche fortführen. Da ich im Conversations Pro-Tarif bin, habe ich auch die Möglichkeit, Facebook, Instagram und WhatsApp anzubinden. Schauen wir uns das jeweils kurz an. Du musst dafür dann eine Facebook-Seite verbinden. Dafür benötigst du natürlich als Voraussetzung erstmal schon mal eine Facebook-Seite, die wiederum mit deinem Unternehmen und Facebook-Konto verknüpft ist. Klickst du auf mit Facebook verbinden, öffnet sich eine kleine Autorisierungsbox und in dieser musst du erst einmal die Verbindung zulassen und dann die Seite auswählen, für die die Verbindung gelten soll. Und jetzt würde die Verbindung schon bestehen. Dadurch würdest du jetzt die Nachrichten, die auf deiner Facebook-Seite über den Messenger eingehen, auch hier bekommen. Gleiches gilt für Instagram. Dort ist wichtig, dass dein Instagram-Konto auf professionell gestellt ist. Und außerdem muss das Instagram-Konto mit einer Facebook-Seite verbunden sein. Auch hier wird das richtige Konto ausgewählt und du klickst auf Verbinden.
Die E-Mail-Anbindung sorgt dafür, dass du vollumfänglich den Support über dieses Produkt abwickeln kannst. Die ist auch im kostenlosen Tarif verfügbar und du kannst dir hier Team-Postfächer verbinden. Hier kannst du entweder mit deiner individuellen Mail arbeiten, wenn du alles persönlich bearbeiten möchtest, oder du hast zum Beispiel ein eigenes Team wie Support. Deswegen klicke ich hier auf Team verbinden und dabei gibt es vorgefertigte Prozesse für Microsoft, also Outlook Postfächer oder Google Workspace Postfächer. Du kannst allerdings auch mit anderen Anbietern arbeiten. Hier solltest du auf jeden Fall auch einstellen, ob alle E-Mails, die an dieses Postfach gesendet werden, auch in Brevo auftauchen sollen oder ob das nur bestimmte Mails betreffen soll. Oder du sagst, dass sie nur im Brevo ankommen sollen, wenn sie einem Brevo-Kontakt zugeordnet werden können. Bei Gmail geht das Ganze auch noch über die Kategorien. Ich wähle hier alle neuen E-Mails aus und jetzt verbinde ich mir hier mein Google Workspace E-Mail-Konto und klicke dann auf Postfach anpassen. Denn hier zunächst könnte ich auch nochmal die Entscheidung revidieren. Ich kann den Absender eintragen, also mit welchem Namen meine E-Mails rausgeschickt werden sollen. Hier könntest du, je nachdem welcher Agent, also welcher deiner Mitarbeiter geschrieben hat, auch einen anderen Absendernamen wählen. Du kannst deine Signatur anpassen. Hier habe ich in dem Fall meine Standard-Gmail-Signatur drin. Du könntest aber auch für Brevo oder Support eine eigene Signatur einrichten. Handelt es sich um automatische Antworten, müssen diese nicht immer einen neuen Fall erstellen, wenn du sie hier auswählst. Du kannst Newsletter ebenfalls verwerfen und auch andere Nachrichten rausfiltern, die wahrscheinlich keine Support-Anfrage sind. Zu guter Letzt kannst du noch WhatsApp anbinden. Für die Anbindung von WhatsApp benötigst du die WhatsApp-Plattform. Dafür schau dir am besten mein Video zum Thema WhatsApp-Marketing an, denn ich habe hier schon eine Nummer hinzugefügt. Das Hinzufügen von neuen Nummern ist etwas komplizierter und zwar brauchst du dafür eine eigene Telefonnummer, die noch nicht mit WhatsApp Business und auch nicht mit deinem privaten WhatsApp-Account verbunden ist. Alternativ kannst du dir von WhatsApp hier, wie ich das gemacht habe, eine Nummer bereitstellen lassen. Willst du eine neue Nummer anlegen, klick mal auf Telefonnummer hinzufügen und dann musst du erst eine Verknüpfung zu deinem Facebook-Konto herstellen. Bei Facebook musst du ein Unternehmensprofil haben, das du über business.facebook.com bekommst und dann muss auch noch dein Unternehmen alle wichtigen Daten ausfüllen. Klickst du auf Weiter, würdest du jetzt dein WhatsApp-Unternehmenskonto mit dem Facebook-Business-Profil verknüpfen. Dafür müssen deine Unternehmensdaten hinterlegt sein. Und am Ende hast du die Wahl, entweder eine Nummer von Facebook zugeordnet zu bekommen und eher unter deinem Namen zu schreiben oder eine neue Nummer hinzuzufügen, die du dann verifizieren musst. Und wenn das abgeschlossen ist, dann hast du hier eine hinzugefügte Telefonnummer und wenn dieser Nummer jetzt jemand schreibt, dann würde das ebenfalls in dein Support-Postfach eingehen. Apropos Postfach, wir sind ja aktuell hier nur in den Einstellungen für unseren Chatbot. Um nun die Anfragen wirklich zu sehen, musst du hier auf der linken Seite auf Unterhaltungen und Postfach gehen. Hier im Postfach läuft auf allen Kanälen jetzt alles zusammen. Ich sehe zum Beispiel hier alle unsere Support-Anfragen. Erst einmal kam etwas über den Chatbot rein. Ich kann den Chatverlauf lesen und jetzt hier direkt online gehen und hier mit dem Nutzer weiter schreiben. Ich sehe rechts alle Informationen, ich weiß, auf welcher Seite sich der Nutzer gerade befindet und er bekommt jetzt hier auf der anderen Seite auch die Nachricht, die ich gerade geschrieben habe, ausgegeben. Das ist also synchronisiert. Ich könnte den Nutzer auch sperren oder die Unterhaltung löschen oder aber sagen, alles ist erledigt, wir schließen sie oder sie zu einer Gruppe weitergeben, zum Beispiel, weil im Sales-Team hier besser weitergeholfen werden kann. So könnte ich sie jetzt hier auch direkt an Toni, den KI-Chatbot, übergeben. Neben den Chatanfragen ging auch eine E-Mail ein. Diese E-Mail landet dann im gleichen Postfach und auch hieraus könntest du antworten und diese Antwort würde jetzt nicht per Chat, sondern per E-Mail an die entsprechende Person zurückgesendet werden. Du kannst nicht nur auf eingehende Nachrichten antworten, sondern auch selbst Nachrichten verfassen. So zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht von hieraus rausschicken. Dafür musst du allerdings eines der Templates benutzen. Informationen dazu findest du auch in meinem WhatsApp-Marketing-Video. Und natürlich kannst du auch eine E-Mail verfassen und die dann natürlich auch direkt aus Brevo rausschicken. Danach wird sie in deinen Unterhaltungen protokolliert und landet dann hier als Antwort im Posteingang. Unter meine Nachrichten findest du alle Konversationen, die dir zugewiesen sind und das Ziel ist, die dann jeweils abzuschließen, womit die Supportanfrage dann als erledigt gilt. Unter alle Nachrichten würdest du alle Nachrichten deines Teams sehen. Über Besucher online siehst du, wer gerade auf deiner Website ist und könntest auch von hier aus den Chat initiieren. Und in den Berichten siehst du besser, wie viele Unterhaltungen dein Team führt, wie die Besucher die Unterhaltung bewerten, falls du das aktiviert hast, und wie schnell im Durchschnitt auf Nachrichten geantwortet wird. Dabei lässt sich auch nach den verschiedenen Plattformen filtern. Die Support-Plattform geht noch etwas weiter und zwar gibt es noch den Brevo Phone-Bereich, womit du eine Telefonanlage anbinden kannst und auch die Möglichkeit, Terminbuchungsseiten für Meetings zu integrieren, womit sich deine Kunden dann Meetings buchen können. Auch in den Automatisierungen spielen die Nachrichten über den Chatbot eine Rolle und können darüber ausgelöst werden.
Dein Live-Chat und Chatbot von Brevo ist jetzt aufgesetzt und damit holst du dir einen Kanal ins Haus, der rund um die Uhr für deine Besucher da ist, deine Kontaktdatenbank füllt und sich nahtlos in andere Brevo-Kanäle einfügt. Wenn du das Ganze jetzt selbst ausprobieren möchtest, dann schau dir Brevo gerne über meinen Link tutorialcenter.tv/brevo-chat an und sichere dir 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate in den bezahlten Plänen. Das gilt für bestimmte Pläne, mehr Infos in der Beschreibung. Über diesen Link kannst du aber auch erst einmal kostenlos den Chatbot ausprobieren. Meine Erfahrung mit Brevo als All-in-One-Plattform für E-Mail, SMS, WhatsApp, Sales und Support habe ich dir übrigens in diesem Video genauer erklärt. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg im Aufbau deines neuen Kundensupport-Systems mit dem Brevo Chat.